Möchten Sie eine zweite Meinung zu Ihrem Befund? Dann senden Sie uns Ihre Analysen und Krankheitsgeschichte an visite@ques24.tv und die Chefärztin Frau Dr. Wiechel wird diese kostenlos und anonym in unserem neuen Sendeformat Visite analysieren. Mehr dazu erfahren Sie auf www.ques24.tv. Herzlich willkommen auch heute wieder zu unserer erneuten Visite-Sendung und auch lieben Dank für all diese wertvollen Fragen, die ich sehr mich bemühe, sie zu beantworten. Und ich will auch gleich loslegen. Und zwar eine Frage war, es besteht immer wieder ein Nasenbluten. Nun ist ja der Körper immer in der Situation, dass er sich selbst erstmal hilft. Und ein Nasenbluten, welches häufig stattfindet, ist einfach ein Kompromiss, den er machen muss, weil er im Rahmen seiner Überforderung oder Anpassung eigentlich nicht optimal jetzt versorgt ist. Das heißt, Nasenbluten ist ganz typisch bei hohem Blutdruck, weil ja ein hoher Blutdruck mit einem erhöhten Gefäßdruck mittlerweile zusammenhängt dann. Und da ist natürlich das Nasenblut eine deutliche Entlastung. Wenn es in einer Übereinstimmung ist mit einem erhöhten Blutdruck geschehen, dann kann man jeden Monat nach Vollmond einen kleinen Aderlass machen. Das heißt, dieser kleine Aderlass nach Hildegard von Bingen wird dann wirklich über die Vene abgetropft, so 150, maximal 200 Milliliter. Das geht überhaupt nicht um die Menge Blut zu spenden, sondern um den Druck peripher zu senken, damit auch ein gewisser Entgiftungsprozess losgeht, aber damit auch der Druckgradient sich verhindert. Patienten, die wir in der Klinik haben mit einem hohen Blutdruck auf einmal, die behandeln wir so. Also sofort der Aderlass und da entsteht eine wahnsinnige Entstauung, Entlastung und hochdosiert Magnesium, weil Magnesium entspannt und damit senkt sich dann natürlich auch deutlich der massive Druck. Wenn ein Blutdruck natürlich utopisch ist oder sagen wir mal über 200, dann muss man natürlich auch reagieren und das sind Menschen, die sind dann auch, werden sehr schnell auf Medikamente eingestellt. Aber wenn der instabil ist und im Rahmen des hohen Blutdrucks das Nasenbluten stattfindet, dann müssen Sie immer im Hinterkopf auch haben, hier muss ich weiter daran arbeiten, dass mein Blutdruck sich langsam senken kann. Und das sind nicht immer nur ausschließlich Blutdruckmedikamente, sondern auch einen Blutdruck kann man anschauen. Hohe Blutdruckwerte finden wir ganz oft bei Patienten, die natürlich psychisch unter Anspannung stehen. Da muss ich natürlich anders gegenregulieren, ihnen wieder die Ruhe zu geben. Und das andere wäre natürlich auch, dass man nicht nur in der Anspannung, aber dass der Körper auch zu stark belastet ist. Und toxisch Quecksilber macht eindeutig hohen Blutdruck. Und man kann eine Blutdruckbehandlung einfach nicht lösen von den Ursachen. Aber das wäre ein neues Thema, ein anderes Thema, über Blutdruck zu sprechen. Aber ich möchte einfach nur die Option A bei einem immer wiederkehrenden Nasenbluten ansprechen. Das andere ist, dass wir ja Menschen alle aus unterschiedlichem Holz geschnitzt sind. Das heißt, ich arbeite sehr über die Augen, das heißt, iridologisch kann man über die Augenfarbe die Konstitution eines Menschen erkennen. Und bei Kindern mache ich das so gern, weil Sie bei Kindern sehen, welche Stärken haben Kinder, aber auch welche Schwächen haben sie. Und gerade ein blauäugiges Kind hat eine Silicea-Konstitution. Das Konstitutionsmittel ist die Kieselsäure. Die Kieselsäure ist das stärkste und beste auch Körpermineral, neben Calcium zum Beispiel, das Haut, Haaren, Bindegewebe, Schleimhäuten, Knochen ganz viel Struktur gibt. Und diese Kleinen haben da auch hauptsächlich an ihren Schleimhäuten, also die sind in der Aufbauarbeit nicht so schnell und fix wie andere. Und diese Struktur dieser Prozesse wie Bindegewebe und auch
Haut und Schleimhäute, kann man bei Kindern wesentlich schon frühzeitig dann durch Bioschlüssel Mineralien, das ist die Nummer 11, stabilisieren. Wenn die dann nämlich wachsen, wenn die größer werden, wenn sie sich strecken, dann kommen sie mit der Elastizität und mit der auch Stabilität ihrer Schleimhäute nicht so nach. Und sehr oft ist dieses Nasenbluten dann so ein Thema. Und dieses Nasenbluten kann man dann natürlich auch mit Silicea dann sehr gut stabilisieren, indem man das einfach den Kindern verordnet oder auch der Gedanke an einen Erwachsenen, dass die Nasenschleimhäute wieder fester werden. Es gibt auch Silicea in Form einer Creme. Das heißt, dass man die Nase dann auch innerlich durch die Creme stabilisiert, aber die gesunden Nasenschleimhäute brauchen immer wieder gut Mineralien. Und wenn man jetzt eine Himalaya-Salzsohle sich macht, 27%ig aus einem Brocken Himalaya-Salz in ein Wegglas geben mit Wasser, immer dann, wenn sie aufgelöst ist, ist sie fertig. Ist der Stein nicht aufgelöst, können Sie noch Wasser nachgeben. Und wenn Sie dann morgens so eine Nasenspülung machen, es gibt diese Nasendusche zu kaufen, die sieht aus wie die Flasche von Aladdin und die Wunderlampe, dann geben Sie diese Himalaya-Salzlösung da rein und reichen das durch das Nasenloch und dann werden Sie ganz schön sehen, wie das dann entsprechend auf der anderen Seite hier rausläuft und hier rausläuft. Das ist wunderschön, wenn Sie sich damit einspielen, dann können Sie da ganz viel machen für die Stabilität auch wieder der Nasenschleimhäute dann beim Kind oder auch bei vielen anderen Menschen, die jetzt nicht Nasen- oder nicht Blutdruck haben, müssen Sie erst mal daran denken, was ist hier lokal mit meinen Schleimhäuten los. Hier sehen Sie das ja, woanders haben Sie ja gar keinen Blick auf die Schleimhäute. Die Firma Hehl führt ein Medikament oder ein homöopathisches Mittel, ein Komplexmittel, das ist das Mucosa Compositum. Und ich gebe den Patienten das sehr, sehr gerne auch als Ampulle. Die kann man aufziehen und dann einfach auch in die Nase, ohne Spritze natürlich, einführen und dann mal so schön aufschnüffeln. Man kann das Mucosa Compositum auch als Tablette lutschen, am Tag 3 bis 4 Mal, um seinen Schleimhäuten mehr Festigkeit zu geben, um dann auch dieses Nasenbluten zu verhindern. Manchmal sind das so Episoden im Rahmen unserer Mehrbelastung, Stressbelastung, noch nicht Anpassung. Und da kann man eigentlich so ein bisschen lästigeres Problem recht schnell in den Griff kriegen. Aber es zeigt auch, dass man das auch sehr, sehr gut eigentlich behandeln kann. Genau, das wäre zum Nasenbluten. Eine andere Frage kam von einer Patientin hier aus der Schweiz, eine junge Frau, die immer wieder sagt, ich kann mich überhaupt nicht mehr, ich komme nicht mehr klar, ich habe so eine Verdauungsbeschwerden und vor allen Dingen immer wieder Krämpfe im Bauch und vor allen Dingen auch wahnsinnige Blähung und krampfartige Schmerzen. Ich bringe die schon manchmal im Zusammenhang, wenn ich Fleisch gegessen habe. Jegliche Darmunwohlsein, jegliches von der Normalität abwägen, ist immer anzuschauen. Und das Anschauen, das heißt nicht bitte eine Koloskopie, sondern das Anschauen, das heißt, dass Sie jetzt bitte auch eine Stuhluntersuchung machen. Eine Stuhluntersuchung, die Ihnen weiterhilft, zu beobachten, was ist denn hier eigentlich nicht mehr im Gleichgewicht. Und währenddessen der Mund natürlich als Kauorgan von den meisten der Menschen überhaupt nicht in seiner Funktion ausgereizt wird, weil man ganz schnell isst und schlingt, so ist hier so viel Phthalin, so viel Enzyme im Speichel, die eigentlich die Nahrung schon entsprechend dem Magen vorverdauen würden. Das passiert gar nicht mehr. In dem Moment schlingen wir
Und jetzt ist es hier. Aber durch Enzyme, die im Magen arbeiten, wird nur ein Teil noch der Nahrung wirklich aufgespalten. Das sind Trypsin, Chymotrypsin, das ist natürlich die Magensäure, die aber hauptsächlich die Aufgabe hat, die Parasiten, die Pilze, die Bakterien zu vernichten. Und der Magen öffnet sich dann und schickt es in den Dünndarm. Der Dünndarm ist aber ein Teil unseres Körpers, der von ganz großer Bedeutung ist und eigentlich im Wesentlichen gar nicht so wahrgenommen wird, weil er ist kaum groß einsehbar. Und wenn, dann machen wir alles an dem Stuhl wieder fest und konzentrieren uns auch in der Koloskopie immer auf den Dickdarm. Aber entscheiden, ob jetzt eine reguläre, effektive, wertvolle Aufspaltung der Nahrung erfolgen kann, entscheidet der Dünndarm. Und wenn wir im Magen einen pH-Wert haben, ich hoffe, alle wissen, was ist ein pH-Wert? Das ist die Konzentration der Wasserstoffionen und ist ein Maß, dass eine Lösung entweder sauer ist, neutral oder basisch, unter 7, 7 oder über 7. So müssen Sie wissen, dass der Magen einen pH-Wert von 1,4 hat. Und nur wenn der 1,4 hat, wird der Magen seine Aufgabe machen können. Es wird keinen Menschen auf der Welt geben, der irgendwo ein Problem hat und hat hier ein gesundes Milieu. Aber es gibt ganz viele Menschen, und das kann ich jetzt nicht daran ersehen, die immer wieder Aufstoßen haben, immer wieder Magensäure und nehmen ein Pantozol, ein Magenblocker im Sinne eines Protonenpumpenblockers, der die Magensäureproduktion blockiert. Ja, aber was ist denn dann? Dann bedeutet es doch, dass der pH-Wert sich langsam in einen höher sauren Bereich schiebt und die Funktion, Bakterien, Pilze, Parasiten abzutöten, wird dem Körper oder dem Magen nicht mehr gelingen. Das heißt, er winkt sie durch in den Dünndarm. Das andere ist auch, dass wenn der Magen sein Milieu verliert, hat das Auswirkungen auf die Produktion von Galle, von Bauchspeicheldrüse und auch auf das Milieu, denn das Milieu des Dünndarms ist auch auf die Magensäure angewiesen, wie auch ausreichend Gallensaft, wie auch ausreichend Pankreas, Bauchspeicheldrüsensaft. Und wenn dieses Dünndarmmilieu nicht jetzt einen pH-Wert von 8,5, das müssen Sie sich mal vorstellen, diesen Sprung, den der Körper realisiert, kann er nicht die enzymatische Kraft aufbringen, die er braucht, dass die Enzyme, die Wirkstoffe, die jetzt die Galle, die jetzt die Bauchspeicheldrüse, Lipasen, Amylasen, die sie liefern, um diesen Aufspaltungsprozess zu vollziehen, dass aus Eiweißen Aminosäuren werden, dass die Fette emulgieren werden, das geschieht nur, wenn der pH-Wert 8,5 ist. Und da besteht schon einfach so das Hinterfragen, wie geht's mir mit dem Magen, wie fürsorglich esse ich, wie gut spalte ich auf, habe ich auch mittlerweile parasitäre Belastungen mir im Dünndarm eingefallen oder eingefangen, die auch für diese vielen Gase, für diesen Druck, für diese Dinge sorgen. Und das ist was ganz Entscheidendes, weil wenn der Körper spürt, dass er diesen Aufspaltungsprozess im Dünndarm nicht mehr machen kann, dann gibt er eine Rückantwort an die Bauchspeicheldrüse und Leber mit der Information, nun macht mal hier nicht so viel Dampf. Ich kann gar nicht mit dem was beginnen. Und es beginnt, Bauchspeicheldrüse als auch Gallenkraft sich zu reduzieren. Das ist eine Stoffwechselökonomie. Der Körper wird nie mehr machen, als er muss. Er macht immer das Optimale, aber er vergeudet nie Energie willkürlich in einen Prozess, von dem er entscheiden kann, so wird das hier nichts.
Und das ist ganz wichtig, dass Sie das wissen, weil der Hauptanteil unserer Mikroflora sind Milchsäurebakterien. Das sind Lactobacillen, Bifidusbakterien, die Sie nicht im Joghurt finden. Im Joghurt kann es die saure Magenpassage gar nicht überleben. Aber die Sie im Sauerkrautsaft finden, in fermentiertem Gemüse, in Apfelessig zum Beispiel, Bio-Apfelessig, das ist das Milieu, was dieser Dünndarm auch braucht, um sich immer wieder leicht anzusäuern, aber um über seine bakterielle Kraft diese rechtsdrehende Milchsäure eigentlich ausreichend für uns herzustellen. Und wenn ich sage ich mal, etwas esse, und ich habe nicht die Chance, dass mein Körper das alles richtig, sage ich mal, aufspalten kann, dann kann er das ja nur weiterreichen. Und jetzt ist der Körper auch geneigt, es rauszubringen. Und das wird immer durch Krampf passieren. Und der Krampf geht immer in Richtung Ausgang, also Belastungen loszuwerden. Das kann eine Symptomatik sein, die uns dahin führt. Entschuldigung. Das andere wäre, dass man nachweisen muss, ob sie parasitär belastet sind. Denn sehr, sehr viele Parasiten, die erstmal auch wirklich ihren Lebensraum gefunden haben, die erstmal auch sich etabliert haben, die sich einen Biofilm geschaffen haben, wo sie sich gut etablieren. Das können Würmer, das können nicht nur Hakenwürmer, aber auch Spulwürmer, was wir ganz viel sehen. Das können Hundebandwurm, Fuchsbandwurm, das kann der Fischbandwurm sein, die Sushi essen, die haben eine Länge fast von 17 Metern. Das ist eine Vielzahl von Einzellern und Parasiten, die nicht mehr ihr Feld einfach so räumen. Und wenn die sich etabliert haben, dann ist es wichtig, dass Sie wissen, worüber Sie reden, dass Sie eigentlich eine parasitäre Diagnostik machen und bitte nicht vom Stuhl. Wir sehen 85–90% negative und weisen Sie aber durch Resonanzmessungen nach. Dann suchen Sie bitte jemand, der sich mit diesen Sachen sehr beschäftigt hat und über Bioresonanz oder über Elektroakupunktur eine sehr gute Parasitendiagnostik machen kann, um dann zu wissen, wie kann ich jetzt die Parasiten wirklich loswerden. Und schon sieht das Ganze wieder ganz, ganz anders aus. Parasiten verkonsumieren natürlich auch Vitamin B12 und Eiweiße. Und diese Dinge müssen Sie einfach wissen. Wir empfehlen den Patienten im Vorfeld immer eine sogenannte Darm-Detox-Kur. Die läuft über 3 bis 6 Tage. Und mit dieser Darm-Detox-Kur, die wie so ein Biofilm dann abträgt, der sich über die Darmschleimhaut gelegt hat, wird erstmal eine ganz andere Funktionalität für den Darm möglich, damit der Darm oder die Darmschleimhaut sich wieder richtig besiedeln können und damit in ihre funktionelle Kraft wieder zurückführen. Die Firma Vitamunde hat dieses Darm-Detox-Programm. Wir haben das mit vielen anderen verschiedenen Dingen probiert, aber eigentlich ist das am schönsten. Und mir fällt eine Patientin ein, die immer wieder Schmerzen, Bauch, Blähungen. Das war schon 10, 15 Jahre eine ganz tolle Patientin, die in der Vergangenheit ein Bronchialkarzinom hatte, immer noch ihren Defibrillator trägt, aber seit Jahren ihr Herz in so eine gesunde Stabilität zurückgeführt hat, dass sie jetzt mit mir einen 800 Meter Aufstieg bewältigt hat. Und ich habe mit ihr die Darm-Detox-Kur gemacht und es war eine Geburt. Es war eine Geburt und was da sich entladen und entlastet hat, das war sensationell. Aber es war wie so ein Befreiungsschlag und auch das ist eine Konsequenz, wenn ich merke, hier reguliert es nicht mehr, beschäftigen Sie sich mit den Dingen, machen Sie eine Parasitendiagnostik und abschließend bitte noch, schauen Sie, ob Sie das Histamin gut verstoffwechseln. Histamin ist ein biogenes Amin. Wir produzieren es selbst, wir nehmen es auch zu, wenn wir Tomaten essen, Käse essen, Fleisch, wesentlich histaminlastend. Und dieses Histamin muss abgebaut werden. Histamin hat ganz viele Funktionen in unserem Organismus. Histamin ist eine große Frage im Rahmen der Allergie. Aber wenn Sie eine Histamin
Diaminoxidase-Verminderung haben, können sie Histamin nicht abbauen und damit provozieren sie Entzündungen, Krämpfe. Es gibt eine Webseite www.histaminintoleranz.ch. Ich könnte gar nicht so gut aufklären, was alles mit Histamin in Verbindung steht, welche vielen, vielen Symptome. Und eine Diaminoxidase-Verminderung, eine zu hohe Histaminbelastung wird leider sehr, sehr oft unerkannt, weil zum Beispiel auch Vitamin B6 und Zink nicht ausreichend da ist. Patienten haben eine HPU, Cryptopyrrolurie. Wir hatten über dieses Krankheitsbild bereits gesprochen. Und dann sind die auch nicht in der Lage, dieses Enzym aufreichend auszubauen. Wenn enzymatische Fragen dahinter stecken, noch dazu, dass mittlerweile auch die Bauchspeicheldrüse zu wenig Enzyme produziert, kann man eine gute Brücke bauen mit Bauchspeicheldrüsenenzym. Das sehen Sie dann am Stuhlbefund. Aber es ist nicht vordergründig der erste Weg, weil Sie würden der Bauchspeicheldrüse die Kraft nehmen, dass sie morgen wieder ihre eigene Kraft aufbringt, Enzyme zu produzieren. Weil wenn der Körper registriert, es ist genug im System, geht er natürlich mit der eigenen Funktion wieder zurück. Und deshalb ist das Thema hier von Bauchschmerzen multifunktionell zu sehen, aber leben Sie nicht damit. Also jedes Kind, das auch einen seelischen Konflikt hat, hat natürlich auch Bauchschmerzen. Man muss auch diese Ebene bei Patienten immer ansprechen, die mit dem Bauch vordergründig reagieren. Und geben Sie mehr Magnesium ins System, sie wirken krampflösend dagegen. Aber machen Sie sich auf eine sehr interessante Reise und lassen Sie diese Dinge Stück für Stück abklären, inwieweit der Darm da Ihre Hilfe benötigt. Und manchmal liegt in dem Moment ganz viel im Wenigen. Wir haben sehr, sehr viel Erfahrung mit Heilfasten, mit Leberentgiftung. Und das ist manchmal so der erste Schritt, um eine neue Tür zu öffnen, wo der Körper sich erstmal entlasten kann, damit er morgen wieder seine eigenen Strukturen festigt aufbaut. Und in diese Situation können wir alle kommen. Also dafür ist unsere Nahrung heute nur überhaupt nicht mehr auf das Wesentlichste bestimmt, sondern was wir da alles hineintun, das kann schon auch den einen oder anderen manchmal ziemlich überfordern oder auch die Basis geben für eine Entgleisung. Aber es ist lösbar. Vielen herzlichen Dank. Ich freue mich schon heute auf den nächsten Sonntag. Alles Gute. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, die vorangegangene Sendung ist eine Indikation für einen ganzheitlichen medizinischen Ansatz und ersetzt nicht den Gang zu einem Arzt Ihres Vertrauens. Besten Dank.